Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen heute hier auf der Teufelskanzel. Ich habe sie gefunden nach einem Rat, nach einem Hinweis eines meiner treuesten Zuschauer, nämlich vom Sven aus dem Schachdorf Borstendorf. Vielen Dank Sven. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen lauschigen, idyllischen Platz findet, na dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Als Ausgangspunkt würde ich euch den Bahnhof in Waldkirchen empfehlen. Dort gibt es nämlich auch einen P&R Parkplatz, von da sind es nur wenige Schritte zum Bahnsteig. In der Regel fahren stündlich Richtung Kranzahl bzw. Annaberg-Buchholz die Züge der Erzgebirgsbahn. Und so reisen wir zunächst gemütlich in die Stadt der Motorräder, Zschopau. Auch wenn wir über Jürgen Skafter Rasmussen in einem früheren Film schon einmal kurz gesprochen haben, über die Motorräder Zschopaus zu sprechen, bedarf es dennoch grundsätzlich eines eigenen Films. In Zschopau angekommen und den Zug verlassen, gehen wir die Bahnhofstraße abwärts zu unserer reichlich 6 Kilometer langen Tour. Versäumt auf keinen Fall den schönen Anblick auf die Zschopauer Altstadt und vor allem das Schloss Wildeck mit seinem imposanten Burgfried, von den Zschopauern Dicker Heinrich genannt, zu werfen. An der Hauptstraße der Scharfensteiner Straße angekommen, genießen wir die Zschopau, den Fluss gleichen Namens, welchem wir ja mehr oder weniger folgen wollen, und wählen von den vielen verschiedenen Möglichkeiten zum Wandern zunächst die gelbe Markierung Uferweg, queren die Hauptstraße und gehen gegenüber in die obere Mühlstraße. Durch dieses sehenswerte Viertel, hindurch unter der Eisenbahn, taucht plötzlich als neue Ausschilderung die Salz-Erz-Tour auf. Herum geht es um die nächste Ecke und wir sehen, genau, Zschopau hat nicht nur Motorräder und Motorsport zu bieten, sondern tatsächlich auch Sprungschanzen mit Tradition und vielen Erfolgen bis in heutige Tage. Doch genug gestaunt über die vielen sportlichen Facetten der Motorradstadt, folgen wir ganz entspannt hinter dem Sozialgebäude des Skivereins, mehr oder weniger dem Uferweg in Richtung Bergwerk bzw. Freibad. So entspannt und angenehm es hier unten am Fluss auch ist, haltet die Augen offen, denn wer genau aufpasst, der entdeckt eines von ehemals vielen hier angelegten Mundlöchern. Wem wundert es im Erzgebirge? Schließlich ist Zschopau ebenfalls seit 1493 Bergstadt. Genauso wenig wundern muss man sich, wenn wir jetzt auf der anderen Flussseite auch noch ein Bootshaus mit dazugehörigen Anlagen entdecken. Zschopau ist wirklich eine Sportstadt und der Kanusportverein Falke hat hier sein heimisches Domizil. Wir haben einige hundert Meter angenehm am Ufer zurückgelegt und siehe, erneut entdecken wir weitere Bergbausspuren. Es handelt sich hier um die heilige Dreifaltigkeitsfundgrube. Also wer hier dran vorbeigeht, dem entgeht eindeutig etwas. Diese Grube war über viele Jahrhunderte hindurch der bedeutendste Bergbaustandort in und um Zschopau und erstreckt sich auf einer Länge von etwa 900 Metern von der Zschopau bis in das Gansbachtal bei Krummhermersdorf. Abgebaut wurde hauptsächlich silberhaltiger Bleiglanz. Ihr wollt mehr über dieses Bergwerk erfahren? Na dann, nichts wie hinein, denn es ist ein Besucherbergwerk, aber nicht heute. Das heben wir uns für später auf. Nach all dem Bergwerk genießen wir noch einmal unsere Zschopau und stoßen kurz darauf auf das frühere Zechenhaus bzw. Pochwerk, ehe wir die Krummhermersdorfer Straße erreichen. Freunde des DDR-Fußballs werden jetzt sicher die Ohren spitzen. Richtig. Aufbau Krummhermersdorf wurde als DDR-Fußballdorf bekannt und schaffte es als Dorfmannschaften, sich einige Jahre in der zweithöchsten Spielklasse der DDR zu halten. Aber nach Krummhermersdorf wollen wir heute nicht, sondern laufen links über die Zschopaubrücke.
Auf der anderen Flussseite angekommen, biegen wir sofort wieder rechts ein, der Richtung Sportanlagen folgend. Ich sagte es ja bereits, Sport wird in Tschobau groß geschrieben. Nur zum Leidwesen der Tschobauer: Die Fußballer von Motor Tschobau waren zu DDR-Zeiten im Bezirk Karl-Marx-Stadt immer eine Nummer. Nur zur zweiten Spielklasse wie im benachbarten Krumm-Hermersdorf hat es nie gereicht. Und dann kommt mit dem Anglerverein schon wieder Sport und gleichzeitig der wohl idyllischste Abschnitt, welchen ich unheimlich genossen habe. Schließlich queren wir mittels Fußgängerbrücke ein weiteres Mal die Tschobau. Auf der anderen Flussseite angekommen, wartet quasi der Pferdefuß auf uns. Folgen wir nämlich dem weiteren natürlichen Wegeverlauf, wie er selbst auf Wanderkarten noch eingetragen ist, kommen wir mittels dieses eigentlich schönen, angenehmen Pfades, ihr seht das Dilemma, direkt an die Gleise der Tschobautalbahn. Wenn ich mir das Schotterbett anschaue, dann weiß ich, wie viele Leute die Eisenbahn ignorieren und quer darüber latschen, sowie ein ganzes Stück dem Gleis weiterfolgen. Ich kann euch von solchen Ideen nur dringend abraten. Lokführer finden es überhaupt nicht amüsant, wenn jemand als Galionsfigur vorn an Lok oder Triebwagen mitfährt. Wo liegt das Problem? Bis vor einigen Jahren gab es hier eine Schranke. Diese wurde beim letzten Umbau entfernt. Die Stadt Tschobau hätte keinen Bedarf angemeldet. Warum man dann nicht ein sogenanntes Drängelgitter, wie es deren viele im Netz der Erzgebirgsbahn gibt, gebaut hat, wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Fakt ist, in der Stadtverwaltung Tschobau schien dieses Problem auch niemanden zu interessieren. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter ich gesprochen habe. Immer lautete die Antwort sinngemäß: Ja, dieser Zustand geht wirklich nicht und es muss etwas geändert werden. Aber mich geht es nichts an, rufen Sie doch bitte einfach die Kollegin oder meinen Kollegen an. Bis, es klingt unglaublich, ich nach mehrfachen Anläufen endlich jemand gefunden habe, der kompetent war und von dem Problem wusste. Seine Aussage sinngemäß: Dieses Problem steht weit oben auf der Liste der zu lösenden Aufgaben. Aber es gäbe deren leider noch einige weitere. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall würden wir damit eine sehr schöne und naturnahe Verbindung im Tschobautal als Wanderer zwischen Waldkirchen und Tschobau bekommen. Die aktuell angebotene Version auf der anderen Flussseite über die sehr stark befahrene Eisenstraße in Richtung Gornau ist ja nun wirklich keine besonders tolle Lösung. Nichtsdestotrotz rennt bitte nicht über die Gleise. Es gibt eine zwar nicht ganz einfache Alternative, aber es gibt sie. Denn am Ende der Fußgängerbrücke lauft ihr einfach links den unscheinbaren Pfad nach unten durch die Brücke hindurch und nach dem Schuppen gehen tatsächlich links Treppen nach oben. Dort angekommen könnt ihr noch einen prima Blick hinunter auf die Tschobau riskieren und dann gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten. Variante Nummer 1, ihr rennt quer übers Feld und habt vielleicht mit dem Bauern einen neuen Freund. Siehe die Problematik rund um Wildenfels. Bleibt Möglichkeit Nummer 2. Dazu führt links am Feldrand ein schmaler Pfad um das Feld herum. Selbigen findet ihr auch in der Tourenbeschreibung bei Autoactive bzw. Komoot, die ihr wie immer unten in der Beschreibung des Videos aufrufen könnt. Am Ende stoßen wir wieder auf den Pfad, welcher ehemals von den Gleisen hochgekommen ist. Weit müssen wir nicht gehen, um ein echtes Highlight zu entdecken. Nämlich auf der linken Seite wartet das Aquädukt von Tschobau auf uns. Über seine Bedeutung und Funktion hatten wir bereits gesprochen, als wir unseren Rapunzelturm an der 19-Hainer Talsperre besucht haben. Wer diesen noch nicht gesehen hat, der sollte ihn unbedingt im Anschluss anschauen. Wollen wir weitergehen, nutzen wir quasi den Weg gegenüber. Zugegeben, dieser geht jetzt doch ein wenig nach oben. Aber so ist das eben. Aussichtspunkte liegen nun einmal nicht unten im Tal. Aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Und so erreichen wir nach einem halben Kilometer die Teufelskanzel. Und die Mühe hat sich doch wirklich gelohnt, oder? Ich finde den Blick über das Tschobautal hinweg zur Stadt der Motorräder wirklich schön.
Gehen wir weiter, dann führt unser Weg wieder ein Stück am Feldrand entlang, ehe wir erneut in den Wald, der hier wieder einmal ein wenig gelichtet ist, hineinführt. Auf dem breiten Forstweg heißt es allerdings aufgepasst, denn diesen nutzen wir keine 100 Meter, ehe wir links diesen kleinen und ganz unscheinbaren Pfad nach unten gehen müssen. Dann ist zwar noch einmal Straße und Asphalt angesagt, wer jedoch regelmäßig meine Filme schaut und selbst ausprobiert, dem wird dieser Abschnitt hier sicherlich ganz bekannt vorkommen. Richtig, auf unserer Mühlentour von Grünhainichen nach Waldkirchen sind wir ebenfalls hier unten, nur auf der anderen Straßenseite herausgekommen. So laufen wir also das letzte Stück, die Krumm-Hermersdorfer Straße, bis nach Waldkirchen hinein, biegen die Dorfstraße links nach unten ab. An der Rollemühle angekommen, könnt ihr dieser natürlich noch gerne einen Besuch abstatten oder ihr überquert die Tschobau und kommt an unserem Ausgangspunkt, dem Bahnhof, an. Von hier könnt ihr mit dem Zug zurückfahren oder, wenn die Tour zu kurz ist, der kann noch weiter in Richtung Witschdorf-Hennersdorf laufen, auf der Tour im romantischen Tschobautal. Wer diese wirklich noch nicht kennt, der sollte jetzt unbedingt diesen Film noch anschauen und danach selbst ausprobieren. Dort gibt es garantiert keine Pferdefüße.